In der letzten Zeit haben wir bereits den ein oder anderen Ausflug ins Ultraverse unternommen, kann man sagen. Eine Reihe von alten, klassischen japanischen Fernsehserien, die in Amerika momentan von Mill Creek Home Entertainment in absolut großartigen Editionen veröffentlicht werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Unboxings zu Ultra Q und ULTRAMAN, die es vor ein paar Wochen hier gegeben hat für den Fall, dass ihr da eine akute Bildungslücke aufweist. Dann kann ich euch nur empfehlen, die Suchfunktion auf dem Kanal einzuschalten und euch die Reviews anzuschauen. Grundsätzlich ist jetzt ULTRASEVEN die dritte Staffel, oder sagen wir die dritte Serie eigentlich, die da erscheint. Eine vierte wurde ebenfalls bereits angekündigt und auch mehrere neuere Serien, die allerdings nicht in diesem Design erscheinen, sodass man da seine Sammlung einfach weiter aufbauen kann. Genauso wie bei den ersten beiden Boxen bekommen wir auch diesmal wieder ein Steelbook mit PET-Schuber, das sich meiner Meinung nach vor allem dadurch auszeichnet, dass diese Spine-Gestaltung absolut famos ist. Da bekommen wir nämlich eben wieder einfach nur den Titel der Serie, einen kurzen Blick auf den Hauptcharakter, sowie oben den Hinweis auf die dritte Staffel. Leider habe ich in der Schnelle die ersten beiden Staffeln jetzt nicht finden können in meiner momentan absolut chaotisch unorganisierten Sammlung, weswegen ich hoffe, meine Erinnerung mich nicht trübt, so wie damals bei Game of fucking Thrones, dass das tatsächlich absolut perfekt zu den ersten beiden Staffeln passt. Auf dem Backcover können wir uns einen kurzen Überblick über eben diese Serie verschaffen, über die Inhaltsangabe. Unten außerdem wieder erfahren, was vielleicht für einige von euch eine wichtige Information ist, dass angeblich, zumindest eben laut der Coverangabe, das Blu-ray-Set auf den Region Code A locked ist, weswegen das Ganze dann vielleicht bei einem herkömmlichen deutschen Blu-ray-Player gar nicht abspielbar ist, aber selbst wenn man einen Code-Free-Player hat, sollte man wissen, dass die Serie nur im japanischen Originalton mit englischen Untertiteln vorliegt. Dafür allerdings umfasst diese Serie/Staffel über 20 Stunden an Material, wurde eben für diesen Release digital remastert und aufbereitet und neu abgetastet und whatnot und vor allem kostet das ganze Set bei Amazon.com schlanke $25. Ebenfalls absolut großartig, dass man eben auch hier wieder nur auf dem PET-Slip den Titel abgedruckt hat. Interessanterweise, wie eben bei den anderen Staffeln auch und bei vielen anderen Steelbooks mit PET-Slip üblich, ist um den PET-Slip noch einmal eine Plastikfolie, die eben als Schutz vor Verschmutzungen oder Kratzern für eben diesen Slip dient, weswegen ich das Ganze auch gerne immer wieder dran lasse. Dann können wir hier einen Blick nach innen werfen. Wie immer gibt's im Package auch ein Booklet, aber in erster Linie ein cooles Steelbook-Artwork, wo wir eben ULTRAMAN auf dem Frontcover sehen und ich glaube, jeder, der einfach nur einen Blick auf dieses Kostüm, auf diese Maske wirft, weiß, warum ich so sehr auf diesen ganzen Quatsch stehe. Großartig dargestellt finde ich eben auch, wie sein Anzug, nämlich nur die roten Teile von seinem Anzug, wenn man das Steelbook bewegt, leuchten. Außerdem dann noch die silbernen Strahlen im Hintergrund. Er hat offensichtlich doch einen leichten Jason Derulo in der Hose. Das ist natürlich dann doch eher blöd, aber ich glaube, für die Delle werde ich das Ganze nicht umtauschen. Aber ich finde allein im Hintergrund hier noch einmal einen kleinen Blick auf die, ich sage jetzt einmal Bösewichte / anderen Monster zu werfen. Das sieht doch wirklich fantastisch aus. Außerdem wartet eben ULTRAMAN noch einmal auf dem Backcover, hier dann auch tatsächlich unverdellt, wo er noch einmal mit seinem roten Anzug schön leuchtet und irgendeinen Strahl aussendet. It's the impotence ray from the planet Porno. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es Mill Creek verabsäumt hat, den Strahl auch ein bisschen mehr metallisch wirken zu lassen, wobei man hier zumindest den Partial Gloss von ULTRAMAN weitergeführt hat und zumindest bei seinen Augen noch ein bisschen was von dem Leuchteffekt verwendet hat. Das passt meiner Meinung nach absolut perfekt zu den bisherigen Staffeln und sieht einfach nur wundervoll aus. Bei der Serie ist übrigens ein Movie Spree Digital Code dabei. I have no use for this code, so if you're the first lucky one to see this video, please use this code and have a beer on my head or something. Dann
können wir in das Steelbook schauen, finden da natürlich die 6 Discs. Die werden, wie bei den letzten Steelbooks wahrscheinlich, weil 3 Discs auf jeder Seite übereinander lagern, ein bisschen schwierig zu entnehmen sein, aber wir können trotzdem einen Blick drauf werfen, weil natürlich auf den jeweiligen Discs dann auch noch verschiedene Monster-Artworks zu sehen sind. Und holy freaking hell, was ist das? Das sah ein bisschen so aus wie das Händchen aus Reanimator, das in ein Buschfeuer geraten ist. Aber auch hier natürlich Facettenkönig. Dann auf der rechten Seite, da muss man ganz ehrlich sagen, okay, passt, ihr hattet jetzt gerade diese 3 Monster und dann designt ihr das. Da finde ich doch einfach, mach mal ein Rhinoceros. Nicht mehr ganz so kreativ, wie man es von anderen Teilen erwartet hat. Oder auch das, doppelte Arschloch mit 2 Augen. Ich weiß es nicht. Außerdem, zu guter Letzt dann noch... Und ich hätte ganz gern, dass ihr die offensichtlichen Witze an dieser Stelle bitte selber macht und selber denkt. Außerdem gibt's offensichtlich im Inneren ein paar Ultraman-Boobies, weil ich nehme doch an, dass das tatsächlich genau dieser Teil von seinem Kostüm ist. Warum auch immer wir genau die mehr oder weniger unbearbeitete Brustplatte hier vorfinden müssen, weiß ich nicht ganz. Das würde eigentlich nur dann ein bisschen kreativ wirken, hätte man bei den anderen Staffeln vielleicht andere Körperteile verwendet, so dass man dann, wenn man alle Steelbooks hat, das irgendwie nebeneinander oder untereinander legen kann und im Innendesign von allen Steelbooks einen durchgehenden Ultraman erzeugen kann. Aber große Klasse eigentlich. Dieses Steelbook, das gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt haben wir für heute dann nur mehr eine Sache zu tun, nämlich einen kurzen Blick in den Episodenguide zu werfen. Da erwarte ich mir natürlich die nächsten absolut absurden und wilden Bilder, beziehungsweise, was ich persönlich dann auch so toll finde, sind neben den Bildern auch wirklich die Hintergrundinformationen zur Serie. Da werdet ihr jetzt einmal wirklich profitieren davon, dass ich mir zu Weihnachten eine 4K-Kamera gegönnt habe für all diejenigen, die nämlich vielleicht gerne ein bisschen einen genaueren Blick in dieses Booklet werfen wollen und ein bisschen genießen wollen, welch absoluter Wahnsinn sich hier entfaltet. Weil, man ganz ehrlich, es ist die 3. Staffel und es sind wie viele Folgen hier drauf? Es sind schon bei 33, aber immer noch erst auf der 4. Disc. Es geht einfach munter weiter auf der 6. Disc. 49 Episoden sind insgesamt in diesem Set und ich erwähne noch einmal, das Ganze kostet 25 Steine bei Amazon.com. Ganz ehrlich, mehr Action und vor allem mehr Kaiju-Monster-Action für so wenig Geld habe ich bis jetzt noch echt selten erlebt. Also für alle, die für Kaiju ein bisschen was übrig haben, würde ich sagen, ist das ein absoluter Pflichtkauf, weil mit einem deutschen Release davon würde ich in absehbarer Zeit jedenfalls nicht rechnen.